Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Heute packe ich ein Paket mit älterem Vintage-Schmuck aus den 50er und 60er Jahren aus. Und bei einigen Stücken brauche ich eure Hilfe. Oh, schön. Zunächst einmal diese kleinen Ohrclips hier. Die sind signiert mit Hongkong und das sind super schöne kleine Ohrclips aus den 60er Jahren, ganz typisch auch in diesen Blautönen. Dann haben wir hier diese Ohrclips, kommen aus Japan, die sind meistens hier auf dem Clip signiert. Ja, diese Ohrringe, da gibt es ganz viele. Die sind alle von Hand zusammengebaut, also diese Perlen sind auch ja eher Kunststoffperlen. Die Ohrringe sind sehr leicht und die waren sehr beliebt in den 50er und 60er Jahren, so als Alltagsohrring. Und auch in den 80er Jahren gab es die in den Vintage-Shops zu kaufen in allen möglichen Variationen. Also diese finde ich besonders schön, alleine durch diese schöne Form. So, dann haben wir noch mal welche. Diese sind jetzt aus Deutschland. Die sind hier signiert mit Germany. Aha, so rum, Germany. Und zwar sagt man ja, mit Germany wurden diese Ohrclips gestempelt vor 1949. Allerdings, diese Ohrclips, die Perlen, wie ihr sehen könnt, haben dieses Aurora Borealis Finish. Deswegen bin ich mir nicht so ganz sicher. Eigentlich müsste West Germany hinten drauf stehen. Tut's aber nicht. Also vielleicht weiß einer von euch mehr, aber ich meine, es müssten schon die 50er Jahre sein durch diesen typischen Glanz. Dann haben wir hier ein paar Ohrringe. Ja, die hat scheinbar jemand schon mal als Ohrstecker umgebaut. Also das sieht man bei diesem ganz besonders. Aber diese Rückseite und diese Steine sind ganz eindeutig sehr alt. Also vielleicht waren es sogar irgendwelche Markenclips, die sich aber jemand zu Ohrsteckern umgebaut hat, was ich auch eine sehr gute Idee finde. Wenn eben die Clips bei manchen Ohrläppchen keinen Halt finden, dann gibt es auch noch diese Möglichkeit. So, dann gibt es hier ein paar Perlenstücke. Einmal diese schöne Perlenkette hier mit diesem tollen saphirblauen Stein und diese Baguette-Steine hier drüber. Ja, die Perlen haben auch einen ganz tollen Glanz. Und auch dieser Verschluss, also meiner Ansicht nach, es könnte eine Richelieu-Perlenkette sein. Was meint ihr? Weil ich auch immer wieder Richelieu-Teile finde, die nicht signiert sind. Und diese Perlenkette wirkt sehr schön hochwertig. Dann habe ich hier ein Armband aus Perlen. Ja, das konnte ich identifizieren. Das ist leider auch nicht signiert, außer, glaube ich, hier steht so ein C, so ein Copyright C drauf. Aber ich habe es in meinem Avon-Buch gefunden. Das ist ein Armband von 1989. Und dazu gab es auch noch eine Perlenkette und natürlich Perlenclips. Und die Serie hieß, ich glaube, Capital Chic oder Capital City, also Hauptstadtschmuck. Passt also sehr gut nach Berlin. Ja, dann haben wir hier noch eine kleine Schleifenbrosche. Die ist auch von Avon. Ah, die finde ich auch ganz toll. Ja, genau, hier ist die Signatur. Also ich finde Schleifenbroschen, das ist das klassischste Schmuckstück überhaupt. Die gab es schon zu jeder Zeit, schon vor Hunderten von Jahren gab es diese Schleifenbroschen und es gibt sie bis heute. Aus jedem Jahrzehnt findet man ein tolles Schleifenbroschendesign. Dann haben wir hier eine ganz schöne alte Schmetterlingsbrosche.
Diese hier ist signiert mit Castle Cliff. Castle Cliff ist auch eine schöne amerikanische alte Modeschmuckmarke. Die gibt es, glaube ich, schon seit 19, habe ich mir hier aufgeschrieben, seit 1913 und 1977 hat die Firma leider aufgehört. Dieser Schmetterling hier ist aus den 50er und 60er Jahren. Also zum einen, die Signatur hat kein C. Also sehr wahrscheinlich, dass dieser Schmetterling schon vor 1955 entstanden ist. Diese Tropfensteine sind so gelblich. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne kleine Schmetterlingsbrosche. Dann haben wir hier gibt es noch einen Schmetterling, auch besonders schön, weil er die Strasssteine in Rosatönen hat. Ein tolles romantisches Design. Dieser ist nicht signiert, aber wie ich finde, ein besonders schöner Schmetterling. Dann haben wir hier nochmal Ohrclips, die kommen auch aus Japan. Und hier können wir uns das genau angucken. Also hier ist der Clip signiert mit Japan. Dann ist hier so eine durchbrochene, gestanzte Platte, eine sehr leichte. Und dann wird da per Hand mit Drähten werden dann diese einzelnen Perlen da drauf montiert. Und ganz oft sind da natürlich auch so Variationen drin, denn der rechte und der linke sind nicht so ganz exakt gleich. Aber das ist eben das Schöne an Handarbeit. Tolle Ohrclips in rosa. So, dann haben wir hier was ganz Spannendes. Und dabei brauche ich jetzt eure Hilfe. Und zwar dieses Pärchen hier. Eine super kleine Pärchenbroschen. Die sind jetzt hier mit mini kleinen Strasssteinen und Perlen verziert. Und ich meine, und das, was ich in Büchern gefunden habe, diese Broschen sind aus Anfang der 40er Jahre. Und in so als figürliche Broschen tauchen diese Pärchen immer wieder auf, also gerne auch als Tanzpärchen. Ich weiß nicht, kann man diese als tanzendes Pärchen bezeichnen? Also, wer weiß darüber mehr? Das würde mich sehr interessieren. Und dann habe ich hier auch noch so eine ganz kleine Brosche und ich meine auch, dass die richtig alt ist. Das sieht so aus, als wären diese einzelnen Teile gestanzt. Und auch anhand dieses Verschlusses sieht man, dass die Brosche sehr alt ist. Also wer darüber mehr weiß, das wäre also auch ganz toll, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben würdet. Dann haben wir hier etwas richtig Tolles. Normalerweise bezeichne ich Kupferschmuck immer als 50er-Jahre-Schmuck, weil ich weiß, dass es damals was ganz Neues und Tolles war. Aber dieser hier, dieser tolle Clip, der auch so leicht verziert ist, hat eine Patentnummer und diese Patentnummer ist von 1934. Das Patent wurde sogar schon 1930 eingereicht und 1934 eben erteilt. Und das Design dieses Ohrrings ist ja auch komplett Art Deco-mäßig. Deswegen meine ich also schon, der müsste aus den 40er Jahren sein oder vielleicht sogar schon aus den 30er Jahren. So einen Markennamen gibt es darauf leider nicht. Aber dieses Armband, das ist jetzt von Renoir. Und Renoir, so rum, hat ausschließlich diesen Kupferschmuck gemacht. Gegründet wurde die Firma 1946 und schon Anfang der 60er Jahre haben die aufgehört. Zu den Marken, die sie geführt haben, gehört Renoir und Matisse und sie haben ausschließlich Kupferschmuck gemacht. Sehr, sehr, sehr beliebt bei Sammlern, weil das wirklich was Besonderes und Außergewöhnliches ist. So, dann kommen wir hier auch wieder zwei Dinge
bei denen ich eure Hilfe brauche. Einmal diese Teile. Also ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist so, so sieht das von der Seite aus. Und ich habe schon gedacht, vielleicht ist es ein kleiner Dressclip, dass man das vielleicht so, wenn man so Träger hat oder so, dass man die verzieren kann. Weil als Schuhclip kommt mir das so ein bisschen zu leicht vor. Ja, und da ist auch so ein Finish drauf, so dieses Aurora Borealis Finish. Sie sind ganz so leicht rosafarben. Also mich würde sehr interessieren, was ihr meint, wofür man diese Schmuckteile braucht. Dann habe ich hier eine sehr schöne Brosche von Coro. Das ist ein Antique-Revival-Style von Coro. Solche Broschen hatte ich schon häufiger. Die ist hier signiert. Coro-Schriftzug ohne C, also Anfang der 50er Jahre. Und ja, dieser mittlere Cabochon, der sieht eben auch sehr so altrosafarben aus. Und die Brosche ist mit rosa Strasssteinen und Perlen verziert. Dann haben wir dieses hier. Und zwar also einmal diese Ohrringe mit Schraubverschluss und diese kleine Perlenkette aus satinierten Kunststoffperlen. Und hier wiederum. Im Buch habe ich gelesen, dass das ganz typische Coro-Perlen waren, Anfang der 50er Jahre. Aber leider, es gibt hier zwar einen Hakenverschluss, aber es gibt keine Signatur da drauf. Ich weiß nicht, ob Coro diese Ketten auch ohne Signatur gemacht hat. Manchmal sind ja diese Teile als Set verkauft worden. Deswegen habe ich gehofft, dass vielleicht solche Ohrringe dann signiert sind. Aber nein, diese Schraubohrringe haben leider auch keine Signatur drauf. Und ich besitze leider das Coro-Buch nicht. Deswegen meine Frage, was meint ihr? Ist das trotzdem ein Coro-Schmuck oder nicht? Ja, als kleines Bonus habe ich hier noch neuen Schmuck aus meinem Online-Shop. Da wollte ich euch gerne diese tolle Halskette zeigen, von Lissner ist die. Also wieder dieses typische Lissner-Symbol. Und diese satinierten Perlen sind hier auch rosafarben und mit weiß durchsetzt und haben auch diesen Aurora Borealis Schein. Also gerade auch dieser mittlere Strang, ich hoffe, man sieht das im Video. Diese Halskette ist in einem sehr, sehr guten Zustand. Und ich finde, das ist so ein Schmuckstück, so typisch 50er Jahre. Passt wundervoll in dieses tolles Jahrzehnt mit im Christian Dior Style. Dann habe ich schon länger diese wunderschönen Ohrclips, die wollte ich hier nochmal zeigen, weil sie zu diesem romantischen Schmuck so toll passen. Mit diesen Aurora Borealis Kugeln dran und das sind dann so Schwinger. Ganz tolle Ohrringe, die man gerne zum Tanzen angezogen hat. Und dieser Glanz ist auch ganz, ganz wunderschön. Also Favoriten von mir. Dann habe ich neu diese Brosche hier. Schaut mal, wie toll die Strasssteine hier glänzen. 1A Strass aus Österreich. Die Brosche ist auch signiert mit Austria. Ja, die Brosche ist aus meinem Besitz, also ich gebe sie jetzt in den Online-Shop. Schweren Herzens, aber ihr wisst ja, es sammelt sich einfach zu viel an und diese Strasssteine, also die finde ich einfach faszinierend. Das sind so tolle Grautöne, die auch sehr die 50er Jahre repräsentieren. Grau und Rosa war ja überhaupt die Lieblingskombination. Und hier haben wir nochmal eine tolle Pastellfarbe aus den 50er Jahren, so ein hellblau, überzogen mit Aurora Borealis Finish. Diese Brosche ist von Weiß. Hier haben wir die Plakette. Ja, besonders schön. Da fällt mir ein, könnte man schon zusammentragen, ne?
wobei das wirkt ein bisschen gelblicher. Also sind es wahrscheinlich keine Weißohrringe. Ja, diese schöne Brosche ist auch neu im Shop. Und als neueren Schmuck habe ich hier ein wunderschönes Beispiel an Schleifenbrosche aus den 80er, 90er Jahren. Von Nina Ricci ist diese Brosche. Sie ist auch signiert. Ich sehe jetzt gerade die Signatur nicht. Ach so, doch, hier. Nina Ricci. Und hier ist das Besondere, auch diese eckigen Strasssteine drauf. Ein super schönes, klassisches Design an Schleifenbrosche. Und diese Brosche hier, die finde ich auch toll. Das sind auch die 80er Jahre. Von Carolie ist diese Brosche. Hier. Und eben auch diese tollen farbigen Steine im Edelstein-Look. Die Augen des Schmetterlings sind grün. Ja. Ein toller Frühlingsbote. So, dieses war mein Video zu pastellfarbenen Schmuck aus den 50er Jahren. Wenn euch dieses Video gefallen hat, vergisst nicht zu liken, schickt mir einen Kommentar und schaltet bald wieder ein. Bis bald!